Riesige Stollensysteme verbergen sich hinter unscheinbaren Portaleingängen. Anlagen mit Ausmaßen einer unterirdischen Stadt, erbaut, um geheimste Waffentechnologie vor feindlichen Bombenangriffen zu schützen. Erbaut, um Höchsttechnologie weiterzuentwickeln. Die Frage ist nicht, ob es diese Technik gab. Die Frage ist, wie weit sie mit ihrer Forschung kamen. Hier entstanden unterirdische Hallen mit einer Höhe und Breite von 10 Metern. 2 Kilometer begehbares Stollensystem wurde hier zu Ende des Krieges hastig in den Fels gesprengt. Vergleicht man diese unterirdische Produktionsstätte mit dem Jonastal, so stellt man schnell fest, gemessen an der Bauzeit, den Arbeitskräften, der Planung und Projektleitung, dass es eine große Diskrepanz in Jonastal gibt. Im Jonastal fehlt ein Großteil der unterirdischen Stollen. Wo sind diese bis heute unentdeckten oder gar geheimen Stollensysteme? Gibt es sie überhaupt? Warum hat sie noch niemand gefunden? Nur weil wir etwas nicht finden, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Kann man etwas finden, was nicht gefunden werden darf? Angesichts der Erzählungen und Geschichten über das Jonastal muss dort wesentlich mehr sein als zugegeben. In jeder Geschichte steckt bekanntlich ein Fünkchen Wahrheit. Viele Fakten weisen auf die Existenz gigantischer Tunnelanlagen im Jonastal hin. Warum mauern Behörden und verhindern die Erforschung der Geschichte? Alleine das Verhalten der Behörden sollte genug Anlass sein, genauer hinzuschauen und zu hinterfragen. Ich will das finden, was nicht gefunden werden soll. Auf meinem Weg zur Aufklärung der Ereignisse im Jonastal und seiner Umgebung sammle ich in anderen Bauvorhaben Beweise, ziehe Vergleiche anhand von Projektleitung, Planung, Bauzeit, Arbeitskräfte, Hilfsmitteln und Baufortschritt. Nach diesen Vergleichen sollte die offizielle Geschichte im Jonastal zu den 25 rudimentären Stollen bestätigt werden können oder nicht mehr zu halten sein. Das Dritte Reich hat alles daran gesetzt, wichtige Forschung geheim zu halten. Auch zu Kriegsende wurde die Geheimhaltung weiterhin praktiziert. Viele Unterlagen wurden von den Deutschen vernichtet oder gut versteckt. Vieles wurde noch im Krieg beschlagnahmt und ins Ausland verschafft. Nach dem Krieg nahm man die Wissenschaftler mit, um die deutsche Forschung fortzuführen. Ein deutliches Indiz, dass es den Deutschen gelungen war, die Forschung und Entwicklung auszubauen und den Feind auf diesem Gebiet weit hinter sich zu lassen. Wie weit sie genau waren, bleibt geheim. Warum macht man aus Ereignissen von vor fast 80 Jahren immer noch ein Geheimnis? Folgt mir auf eine spannende Reise durch die unterirdischen Bauwerke des Dritten Reiches. Taucht mit mir ab in eine dunkle, kalte und nasse Welt, in eine Zeit geprägt von Tod und Zerstörung. Begleitet mich auf der Suche nach der Wahrheit. Steigt mit mir hinab in die Anlage Deckname Zement B. In der vorherigen Reportage sind wir auf die Anlage Zement A eingegangen. In dieser Reportage werfen wir einen genaueren Blick auf die Anlage Zement B. Die Anlage Zement B befindet sich ca. 1 Kilometer vom Zement A entfernt. Die Auffahrung der Stollen begann ebenfalls im Februar/März im Jahre 1944. Bereits 4 Monate nach Beginn der Arbeiten waren die ersten Stollen betriebsbereit. Hinter mir befindet sich ein Stolleneingang. Sieht unscheinbar aus und hinten im Berg wird eine riesige unterirdische Produktionsanlage für die Rüstungsindustrie auftauchen. Hier hinter uns befindet sich eine Anlage für die Produktion von Motorenteilen für Panzer und LKWs. Tunnelportale, die dann reinführen, wo die Produktionshalle groß wird. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einer von diesen Hallen. So, jetzt sind wir in einer von diesen großen Hallen, die wir eben von außen gesehen haben. Wie gesagt, relativ kleines Tunnelportal, also Eingangsportal. Und dann tun sich wirklich hier diese riesigen Hallen im Berg auf. So, und hinter mir kann man schon sehen, da sind links wie rechts Betonfundamente. Der Boden ist auch schon betoniert. In der Mitte ist der für Versorgungsschächte, Drainage für Wasser, Leitungen etc. Das sollte alles mit Stahlbeton hier ausgekleidet werden und oben wäre eine Etage reingezogen worden. Wir gucken uns später mal einen fertigen Stollenbereich an. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt erstmal den rudimentären Teil. Hier gibt es auch noch Teile, ist gar nichts passiert. Also
wirklich roher Stollenvortrieb. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal gemeinsam an. Wie viele von den 10.000 Arbeitskräften hier am Bau gearbeitet haben, ist unbekannt, da sämtliche Unterlagen vernichtet wurden. Die Masse der eingesetzten Arbeiter waren zwangsverpflichtet. Das Lager war zu Ende des Krieges durch zahlreiche Evakuierungen anderer Lager maßlos überfüllt. Das Lager, ausgelegt für ca. 9.000 Menschen, hatte am 6. Mai 1945 beim Eintreffen der US-Streitkräfte eine Belegung von 19.000 zwangsverpflichteten Menschen. Also bis hierhin hat man vorgetrieben. Oben hängen noch die Bohrgestänge drin. Das sind Bohrgestänge. Damit hat man reingebohrt, um dann quasi hier die neue Sprengung vorzubereiten. Und bis hier ist es gegangen. Hier hat man aufgehört. So, und weiter war es auch nicht geplant. Hier ist die Bruchkante. Und hier ist diese, ganz unten läuft Drainage. Und das geht dann einmal komplett durch. Jetzt ist es wieder wie in jeder Untergrundverlagerung. Links geht es ab. Und zu meiner Rechten geht es auch ab. Und ich würde sagen mal, wir gehen in diese große Halle rein. Im Stollen 5 befindet sich ein Gedenkstollen mit Dauerausstellung. Der Gedenkstollen befindet sich in der Werkhalle der Firma Steyr Daimler Puch AG. Hier wird an die bei den Arbeiten ums Leben gekommenen Menschen erinnert. Der Stollen kann besichtigt werden. So, und es ist wirklich Wahnsinn, wie groß man das gebaut hat. Und wie gesagt, hier ist links wie rechts schon Stahlbeton eingezogen. In der Mitte, die Drainage liegt auch schon, aber man hat den Boden noch nicht betoniert. Und wenn ich jetzt hier über mich schaue, also es ist wirklich eine große Halle, eine gigantische Halle. Wir schauen mal, wie hoch das ist. Da oben ist der Punkt. Wir sind bei 10 Metern, ja, bei gut und 10 Meter, ne? Wie es angesagt war. Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob man drauf leuchten kann. Ob ihr es seht, kann man nicht sehen. Kannst du mal näher kommen vielleicht? Vielleicht sieht man es. Jetzt sind wir bei 12 Meter, weil ich es schräg halte. So, und jetzt pendeln wir uns bei 10 Meter ein. So, und jetzt gucken wir mal eben. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Und ich messe rüber. Da sind wir auch bei 9,50 Meter knapp. Es ist wirklich groß. Ein riesiges Ausmaß. Da die Anlage Zement B kleiner ist als die Anlage Zement A, waren hier deutlich weniger Arbeitskräfte eingesetzt als im Zement A. Die Anlage Zement B besteht aus 9 Hauptstollen mit einer Länge von 260 Metern. Alle 9 Hauptstollen sollten über Portaleingänge verfügen. Jedoch bei Stollen 7 und 8 konnte aufgrund von schlechter Felsbeschaffenheit keine Portaleingänge umgesetzt werden. Stollen 7 hat wegen dem Problem aufgrund schlechter Felsbeschaffenheit eine kurvenartige Verbindung zu Stollen 6 erhalten. Stollen 8 wurde nicht begonnen und Stollen 9 ist aufgrund dessen vom System abgetrennt, sollte aber an das System angeschlossen werden. Die Hauptstollen besitzen eine Höhe und Breite von ca. 10 Metern. Alle Hauptstollen sollten durch 3 kleiner dimensionierte Querstollen verbunden werden. Die Gesamtlänge sollte 2870 Meter betragen. Die Arbeiten wurden nicht abgeschlossen und somit besitzt die Anlage B eine Gesamtlänge von ca. 2300 Metern. Also knapp wieder 10 mal 10 Meter in den Produktionshallen, wie man es tatsächlich auch geplant hatte, ne? Also 10 Meter hoch, 10 Meter breit knapp. Ja, und wie ihr sehen könnt, also das ist ein gigantisches, impulsantes Bauwerk tief unter der Erde. Ursprünglich sollte die Anlage B die Ausmaße von 20.000 Quadratmetern für die Raketenforschung betragen. Aufgrund der immer neuen Forderungen aus Peenemünde wurde durch Einziehen von Zwischenetagen die Gesamtfläche auf 30.000 Quadratmeter erhöht. So, und wenn man sich überlegt, dass es auch erst Ende des Krieges aus dem Nichts entstanden ist im Prinzip, was man hier hat halt. Hier dargestellt die geplanten Fertigstellungsstufen des Bauvorhabens. Die Termine waren sehr ehrgeizig gesetzt und sind aufgrund dessen nicht haltbar gewesen. Reingebaut, oben hängen teilweise auch noch Bohrgestänge über mir. Also diese Ausmaße, die Kamera kann es nicht einfangen. Wenn man da ist, dann merkt man erstmal, welche Ausmaße es wirklich hat. Also wie klein man sich tatsächlich vorkommt, wenn man hier durchläuft, ne? Und wie gesagt, es ist
einfach eine Atmosphäre hier drin. Es ist die ewige Dunkelheit. Sie wird nur durchbrochen durch unser Kameralicht. Es ist ein Nebel hier drin. Man kann das sehen, es ist sehr diesig durch die Luftfeuchtigkeit. Die warme Luft kommt von draußen, die kalte ist hier drin. Die immer so wie so eine Art Nebel. Es ist feucht. Wassertropfen tropfen von der Decke. Man hört dieses Geplätscher. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre. Wir schauen uns mal weiter um. In dieser Anlage sollten auch die Raketenprüfstände errichtet werden. Allerdings wurde im Jahr 1944 die Planung durch das Reichsministerium Speers verworfen. Die Tunnel wurden für die Rüstungsindustrie freigegeben. Somit siedelten sich in den bereits fertiggestellten Hallen Firmen an. In Stollen 1 und 2 zog die Firma Nibelungenwerke ein. Das Unternehmen fertigte dort Bremstrommeln für Panzer. In Stollen 4 und 5 zog die Firma Steyr-Daimler-Puch AG ein. 10 ihrer 200 Maschinen produzierten dort Motorenteile für Panzer und Lastkraftwagen. Während die Produktion bereits am Laufen war, wurden die anderen Stollen noch ausgebaut. Also hier gehen schon wieder links wie rechts neue Gänge tatsächlich ab. Rechts ein Verbindungsgang, links ein Verbindungsgang. Was ist hier oben? Das wird... Hier sieht man die Bogenwiderlager. Diese wurden in den Berg mit Beton gegossen. Jeder Tunnel hat eines am Anfang und am Ende. Schaut mal, da oben ist Stahlbeton und da hätte schon irgendwas eingezogen werden sollen, würde ich jetzt sagen, wenn ich das von hier richtig sehe. Übelst der Schutt hier drin, ne? Also ihr lauft hier tatsächlich regelrecht über Trümmer drüber. Und das ist abgerissen oder abgebrochen, eingerissen. Ich weiß es nicht. Da ist eine Mauer. Nach geradeaus auch, rechts auch. So, und jetzt stehe ich auch wieder in dem Teil, wo schon Maschinensockel sind. Also hier sollte links wie rechts tatsächlich produziert werden. Hier steht jetzt aktuell Wasser drin. Links wie rechts wirklich Maschinensockel. Die Halle kleiner dimensioniert. Das ist der Fahrstollen, der ist 200 Meter lang, der Hauptstollen. Und da gehen halt diese Querverbindungen ab. Und in so einem Querverbinder stehe ich jetzt drin. Und ihr seht hier links wie rechts Maschinensockel. So, jetzt gehen wir mal durch diese Halle hier mit den Maschinensockeln. Springen wir hier mal so rüber. Braucht man nicht durchs Wasser gehen. Wie gesagt, das ist kleiner dimensioniert. Jetzt müssen wir doch ins Wasser rein. Ja, ein bisschen wässrig die ganze Geschichte hier. Liegt viel Unrat und hier ist auch wieder Fundamente, also ist dieser gesamte Querstollen. Auch wieder Maschinensockel, also hier hat einer eine Matratze angebrannt. Das ist immer unschön, wenn sowas passiert. Hier ist ein Blindstollen, der sollte wohl auch mal rausgetrieben werden, hat man aber nie vollendet. Und hier versperrt uns wieder ein dicker Stahlbetonbogen den Weg, das zu. So, und hier haben wir schon Stahlbeton. Schaut mal hier, diese Eiform, diese bekannte, wie wir sie auch aus Zement kennen. Ja, schaut euch das mal an. Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was man hier damals wirklich... Das ist das verschüttete Eingangsportal von Stollen 4, von innen. Jetzt stehen wir außen vor dem Portal. Unter der Erde gebaut hat. Da habt ihr noch wirklich richtig dick, da ist noch Holz von der Verschalung. Also Wasser tropft hier rein.
So, jetzt sind wir in einem Bereich, ihr seht das selber, das sind knappe 3 Meter, wenn überhaupt, an anderen Stellen noch weniger als 3 Meter Deckenhöhe. Aber hier gut zu sehen sind noch, hier waren Bahnschwellen, also ging hier so eine kleine Bahnlinie durch, wo man quasi den Abraum mit Loren rausbefördert hat. Das sieht man deutlich, es geht hier so nach links und kommt von dem Gang auch nach rechts. Hinter mir dann sogar zweispurig und der Bereich hier ist tatsächlich auch sehr niedrig. Ja? Also wenn ihr euch das anguckt, verhältnismäßig, also hier war der Stollenvortrieb tatsächlich noch nicht so weit. Die Tunnelbaumethode unterschied sich kaum zu der im Zement A. Ein Fahrstollen oder Pilottunnel wurde mittels Bohr- und Sprengverfahren auf eine Größe von 3 Metern Höhe und 4 Metern Breite vorgetrieben. Schienen wurden verlegt, 2 Gleise für Schmalspurbahnen nebeneinander, um den Abraum aus den Stollen zu schaffen. Der Abraum wurde mittels Landmaschinen, sprich Ladern, mechanisch in die Kippwagen verladen. Die Kippwagen wurden mittels Grubenloks aus dem Fahrstollen gezogen. Die Fahrstollen wurden dann nach oben auf 3 Meter erweitert, sprich es wurde gebohrt und gesprengt. Der Abraum wurde geebnet und als Arbeitsplattform genutzt. Bei Methode 2 wurde über den Fahrstollen eine Holzkonstruktion errichtet. Hier wurde erneut nach oben gebohrt, um eine Höhe von 10 Metern zu erreichen. Darauf wurde das herausgesprengte Material erneut als Arbeitsplattform verdichtet. War die Höhe von 10 Metern erreicht, wurde nach links wie rechts gebohrt und gesprengt. Wenn dieser Arbeitsschritt erreicht war, hatten die Fahrstollen die markante und charakteristische Form, die an einen Pilz erinnert. Im Stollen 1, der sich im hinteren Teil im letzten Bauabschnitt befindet, kann man diese markante Form gut erkennen und veranschaulicht die Methode des Vortriebs der Fahrstollen. Im letzten Arbeitsschritt wurde der untere Teil links wie rechts herausgearbeitet und man hat die gewünschte und somit fertige Stollendimension erreicht. Ihr könnt das hier nochmal schön sehen, wie das wirklich doppelspurig hier reinging, wo die den Abraum rausbefördert haben. Aber wir gehen mal in die Richtung weiter, in den nächsten Gang, und ich bin mal gespannt, ob wir wirklich nochmal einen so einen großen Bereich finden oder ob das jetzt wirklich in diesen kleinen Dimensionen weitergeht. So, hier ist jetzt Feierabend. Hier hat der Vortrieb aufgehört. Da sind noch Bohrlöcher drin, aber hier ging es nicht weiter. Hier hat der Stollenvortrieb tatsächlich aufgehört. Wie es unschwer zu hören ist, haben wir hier guten Wassereinbruch. Also hier läuft auch Wasser tatsächlich lang. Wir schauen mal. Also es ist wirklich, es kommt aus einer Felsspalte, wirklich eine Quelle raus sozusagen. Schaut euch das mal an, wie das da rausschießt. Es ist natürlich auch ein irren Lärm hier drin. Hast du mal drauf gefilmt? Das sind schon ein paar Liter, die hier tatsächlich rauslaufen. Ne? Ist interessant, Wasser sucht sich immer seinen Weg. Der Wasserfall befindet sich jetzt hinter uns und man sieht, das Wasser hat sich halt hier so einen kleinen Bachlauf quasi schon geschaffen. Es läuft hier noch munter und der Stollen macht hier einen Bogen. Das Verbruch, es ist unten runtergekommen. Ihr seht, das ist auch so farbig, das Gestein. Und wenn ihr unter so einem Teil natürlich steht und das denkt sich in dem Augenblick, wo ihr da drunter seid, ich fall mal runter, dann habt ihr keinen guten Tag. Ja. Das ist immer sehr risikobehaftet, Altbergbau. Und es ist eine Uferlagerung, ist nichts anderes als Bergbau. Das ist zugemacht. So, wir haben jetzt hier so ein tolles Gebilde. Aus Gründen sieht das so aus. Irgendwer hat das schon durchbrochen.
gucken wir uns mal an. Das ist nämlich immer hier so eine schöne Stelle, wo ich hängen bleibe und mir die Klamotten zerreiße. So, das ist kein Hindernis und weiter geht's. Also dieser Bereich hier ist auch wieder gigantisch groß und schaut euch diese gigantischen Ausmaße wirklich mal an. Also er ist wieder wie der andere. Der Boden ist komplett betoniert, also schon bezugsfertig. Da hinten stehen noch irgendwelche Mauern. Wir sind jetzt hier auf 200 Meter. Wassereinbrüche. Betrachten wir an dieser Stelle die Gemeinsamkeiten zu dem Sonderbauvorhaben 3 im Jonastal. Die Planung hat der SS-General und Chef des Geheimwaffenprogrammes Doktor der Ingenieurswissenschaften Hans Kammler. Ausführend war die Organisation Todt und die Planung hatte das Ingenieurbüro Kai Fiebinger. Beide Anlagen waren als kriegswichtig oder sogar kriegsentscheidend eingestuft. Die Zahl der eingesetzten Arbeitskräfte war im Jonastal wesentlich höher. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 20.000 bis 30.000 Arbeiter. Wie viele genau am Bau der Stollen im Jonastal beschäftigt waren, ist unklar. Die Anzahl im Zement B eingesetzten Arbeiter ist ebenfalls unklar. Doch die Gesamtzahl an Arbeitern beläuft sich auf 10.000. Doch besitzen beide Bauvorhaben eine fast identische Gesamtlänge von 2 Kilometern begehbaren Stollen, wobei die Dimensionen im Zement B deutlich größer sind als im Jonastal. Auch der Baufortschritt war im Zement B deutlich weiter. Hier wurde bereits nach 4 Monaten Bauzeit mit der Produktion teilweise begonnen und zum Ende des Krieges wurde in 3 Hauptstollen produziert. Im Jonastal schaffte man in der gleichen Zeit nur den Stollenvortrieb von 25 kleinen Stollen und dieser war nicht annähernd auf die gewünschten Ausmaße abgeschlossen. Einige Stollen wurden erst begonnen. Die Stollen im Zement B haben Ausmaße von 10 x 10 Metern und sind mit Beton ausgekleidet. Die Stollen im Jonastal betragen lediglich eine Breite von 4,5 Metern und eine Höhe von ca. 5 Metern und sind nur wenig mit Beton ausgekleidet. Der Beton hat eine sehr mindere Qualität und zerfällt mittlerweile. Im Zement A wie im Zement B ist der Beton noch immer stabil und tragfähig. Im Zement B war nach 4 Monaten die erste Produktionshalle bezugsfertig. Im Jonastal begannen die Arbeiten im November 1944 und endeten im April 1945. Also nahezu eine identische Bauzeit mit einer viel höheren Anzahl an Arbeitskräften. Trotzdem ist der Baufortschritt im Jonastal wesentlich hinter dem in Ebensee. Eine Diskrepanz, die nicht von der Hand zu weisen ist. Woran haben diese Menschen also tatsächlich gebaut? Und wo sind die unterirdischen Anlagen verblieben? Alleine den Menschen, die bei dem Bau ihr Leben verloren haben, ist es geschuldet, den Verbleib ihrer Arbeit zu klären. Auch die Aussagen von Zeugen belegen eindeutig, dass dort gigantische unterirdische Anlagen existieren, deren Baufortschritt verschieden ist. Einige Bereiche seien komplett fertiggestellt, andere noch in den Anfängen. Auch ein Video, welches durch das ZDF veröffentlicht wurde, zeigt die Existenz weiterer unterirdischer Anlagen. Warum verheimlicht man über 70 Jahre nach dem Krieg die Existenz dieser Anlagen? Dass die offizielle Version des Sonderbauvorhabens 3 nicht zu halten ist, beweist der Vergleich mit der Anlage in Ebensee. Wahrscheinlicher ist die Bestimmung, einfache Stollen als Tarnung benutzt zu haben, um Arbeitskräfte und Geldmittel rechtfertigen zu können, um den eigentlichen Bau unter dem Übungsplatz Ohrdruf geheim zu halten. Die Stollen im Jonastal sollten nach der Vollendung wahrscheinlich für Kleinindustrie nutzbar gemacht werden. All den Opfern von Krieg und Vertreibung ist es geschuldet, die wirkliche Geschichte über dieses unbequeme Kapitel deutscher Geschichte lückenlos aufzuklären. Es ist unsere Pflicht, die Geschichte zu erfahren und aus ihr zu lernen. Also die Ausmaße unter der Erde, was man hier damals geschaffen hat, also es beeindruckt mich jedes Mal. Ich war schon in vielen Anlagen, auch in großen Anlagen. Es gibt auch noch Anlagen, die sind noch größer. Aber das ist wirklich stark beeindruckend, wenn ihr durch so eine Halle hier durchlauft. Also es ist wirklich, ja, mir fehlen da fast immer die Worte. Also mich beeindruckt das wirklich, wie man hier diese riesengroßen Hallen, wie gesagt 10 Meter hoch, 10 Meter breit, unter der Erde tatsächlich geschaffen hat. Also jedes Mal aufs Neue. Es ist einfach nur diese Atmosphäre hier drin. Es ist einfach nur, ich betrachte das als Privileg, diese ganzen Anlagen nutzen zu können und hier einmal durchzulaufen. An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren lokalen Kontaktpersonen in aller Form bedanken.
die uns bereitwillig den Zugang zu dieser Anlage ermöglicht haben. Ja, das ist der andere Verbindungsstollen. Und hier haben wir wieder Stahlbeton verbaut. Hier ist noch Holz im Boden drin, also die Holzverschalung ist noch da, wie man den Beton hier damals gegossen hatte. Also dieser Bereich ist wirklich sehr, sehr trocken, ne? Jetzt bewegen wir uns in Richtung Fahrstollen im Bau. Wir besteigen jetzt die Arbeitsplattform. Es geht nach unten noch weiter, also nach rechts von euch. Und hinter mir auch noch weiter. Ich würde mal sagen, wir schauen mal eben hier rein. Ich übernehme mal. Steinige Angelegenheit. Verfaulendes, verrottendes Holz, aber hier ist Ende. Da ist eine Kammer, da ist eine Kammer. Weiter geht es tatsächlich nicht. Dann würde ich sagen, wir erkunden mal die andere Seite. In diesem Stollen sieht man gut die Methode mit der Arbeitsplattform aus Holz. Überreste dieser Plattform sind noch vorhanden. Also hier ist ein ganz anderer Bauabschnitt oder Bauvortrieb. Es ist viel schmaler, es ist aber hoch. Es ist ganz anders gebaut. In Riese habe ich sowas auch gesehen. Also links und rechts ist schon abgetragen und unten noch nicht. Und links wie rechts wollte man das Gestein auch noch rausbefördern. Aber das Kriegsende hat die Arbeiten wahrscheinlich überschattet. Wir gehen mal runter. Fall bitte nicht hin, weil es ist geröllig hier. Ja, verrottendes Holz, das hat sich schon fast in seine Bestandteile aufgelöst. Und dann habt ihr hier diese komische Bauform, rudimentär. In diesem Fahrstollen kann man gut den Ausbaufortschritt sehen. Schaut euch das mal an. Ja, oben ist schon der fertige Stollen. Im vorderen Teil ist die vorletzte Baustufe bereits erreicht. Mocke. So, also oben haben wir schon den fertigen Ausbau, den Rohstollen. Und da hätte Stahlbeton eingezogen werden sollen. Und das Gestein, das hätte man noch alles wegmachen wollen, ne? Damit man auf die 10 Meter Breite kommt. Also man hat halt bergbautechnisch gesehen, bergmännisch das aufgefahren, erst oben weggemacht und hat sich dann nach unten vorgearbeitet, ne? Also hier hat der Bau tatsächlich geendet. Wir gehen mal vorne und schauen uns mal an, ob wir da einen größeren Bereich haben. Jetzt gehen wir durch den Fahrstollen. Über mir war die hölzerne Arbeitsplattform. Diese wurde bereits abgebaut, da die vorletzte Ausbaustufe erreicht war. Die Bohrer stecken noch im Berg. Hier kann man auch schön sehen, das ist ein Bohrgestänge. Komm mal ruhig näher zu mir. Das ist ein Bohrgestänge. Also hier hat man schon mit Presslufthämmern reingebohrt, da oben auch. Und dann wäre da Sprengstoff rein und dann hätte sich das rausgesprengt. Und man hätte das gesprengte Gestein, den Abraum, rausbefördert mittels den Bahnen. Ja, hier sind ja auch noch die Schwellen auf dem Boden, wo sie gelegen haben. Da kam das rein und dann ging es raus. Also hier ist wirklich noch alles voll von den Bohrmeißeln. Ja, also es ist so, als hätte man den Bau dann einfach abrupt verlassen, weil die Meißel stecken tatsächlich noch drin. Ja, hier sind auch noch welche. Also die stecken hier überall noch drin. Und hier vorne der Bereich ist tatsächlich schon so weit ausgebaut, dass wir auf die vorgesehene Breite und natürlich Höhe kommen. Schon stehen wir tatsächlich in dieser riesigen Halle wieder drin. Und so hätte sie bis nach hinten wirklich fortgeführt werden sollen.
Und das ist hier noch Kriegsschrott. Das sind diese Lüftungsrohre oder irgendwas ist das. Das liegt hier noch drin. Und hier hat man wirklich zugemauert. Also man hat sich die Arbeit gemacht und ist zugemauert. Komm mal gucken. Ja, und hinter dieser Mauer befindet sich ein fertig ausgebauter Stollen. Das ist wirklich der letzte Arbeitsabschnitt. Also weiter wäre es nicht gegangen. Da der Fels eine hohe Festigkeit besaß, war eine vollständige Auskleidung mit Beton nicht notwendig. Aufgrund der Feuchtigkeit in den Stollen entschloss man sich für eine neue Methode. Eine Betonröhre wurde in den Tunnel mit Fertigbetonteilen errichtet. Ein Tunnel im Tunnel. Die Fertigbetonteilen wurden ebenfalls an die eiförmigen Stollen angepasst, besaßen jedoch keinen Kontakt zur Felswand. Da eindringendes Wasser aus den Stollen geleitet werden musste, wurde die innere Betonröhre mit Bitumen wasserdicht gemacht. Somit konnte durch den Abstand zur Tunnelwand das Wasser auf die versiegelten Betonröhren tropfen und nach unten abfließen. Unten wurde das Wasser in Röhren mit Gefälle zur Stollenmitte geleitet, wo eine Drainage das Wasser aus der Anlage leitete. Um mehr Raum für die Forschung und Administration zu schaffen, wurde eine Zwischendecke eingezogen. Der untere Bereich für die Werkhallen war rechteckig, circa 9 Meter breit und 6 Meter hoch. Die darüberliegenden Forschungs-, Labor- und Büroräume hatten die markante, an ein Ei erinnernde Form. Im unteren Bereich war die Werkhalle, oben die Forschung und Büros. Die Amerikaner waren von dieser fortschrittlichen Methode des Stollenbaus sehr beeindruckt und übernahmen das Konzept. Zwischendecke ist drin. Wir haben ca. 10 Meter Breite, 5 Meter hoch und oben ist halt 10 Meter. Oben kommt halt dieser Rundbogen, diese Eiform ist über uns und schaut euch mal an, was das hier wirklich eine riesen Halle ist. Ja? Und links und rechts hat man die Drainagen verlegt. Komm mal her mit der Kamera bitte. Das ist geil, da musst du gleich mal reingucken. So, passt mal auf. Ich gehe mal rein. Schaut mal hier. Das ist mit so einem Bitumen gemacht. Also ihr könnt hier einmal lang laufen. Und schaut mal, da oben ist der Rundbogen. Und das hat man mit Bitumen verkleidet. Das ist nur eine Röhre. Ja. So, und Stahlbeton, also so Segmente eingeführt. Und dann mit Bitumen verkleistert. Und oben ist der Rohstollen. Ja. Also man hat einfach nur eine Röhre in diesen Rohstollen gebaut. So, und damit wir mal ein Datum haben, da oben steht 13.03.1945, die Armierung, 15 MW. Das ist die Original, ich weiß gar nicht, kann man es sehen? So leuchte mal ein bisschen weiter, genau so. Da kann man es sehen. Ja, 45. Ich zoome noch mal ran. So, da habt ihr das. 13.03.45, 36 PL, Armierung 15. Was steht daneben? M, irgendwas, ich kann es nicht lesen. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie man das damals hier aufgefahren hat. Komm. So, und da oben, da könnt ihr den fertigen, also den Rohstollen noch sehen und wie das ausgebaut wurde. Also hier müssten irgendwelche Treppen wahrscheinlich aufgestellt worden sein. Ja, also so hat es mal ausgesehen. Und das ist so ein fertiger Verbindungsgang. Ja, das ist der fertige Verbindungsgang. Auch richtig Stahlbeton, also nicht die Bauweise, wie wir sie hier haben, sondern das ist richtig fertiger Stahlbeton. Also hier ist auch noch Licht an der Decke, also da geht noch eine Leitung lang. Ob das jetzt nach dem Krieg oder im Krieg passiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wie gesagt, das ist der absolute Zustand dieser Produktionsanlage.
Mehr wäre nicht gegangen. Nur noch, wenn hier Maschinen jetzt drin stehen würden. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt im Jahr 1945 und hier standen links und rechts von mir Maschinen und man hat hier drin produziert. Es ist wie eine große Werkhalle in einer Fabrik. Es war laut, die Maschinen liefen und fertige Teile für Panzer und LKW-Motoren wurden hier unten produziert und haben die Anlage verlassen und sind dann in die Fahrzeuge, in die Motoren eingebaut worden, sind dann in die Fahrzeuge eingebaut worden, also in die Kampffahrzeuge und sind von da aus dann als fertiges Teil an die Front gegangen, damit die Soldaten damit kämpfen konnten. So. Das Spannende ist wieder, durch dieses Loch müssen wir uns jetzt wieder durchzwängen. Dann sind wir wieder auf der anderen Seite in dem rudimentären Bereich. Also man hat bis hier gebaut und wirklich hier dann aufgehört. Also es ist wirklich stark beengt, aber man kommt durch, mehr oder minder. Schon sind wir wieder in dem rudimentären Bereich, wo das Wasser aus dem Berg rausfließt. Und schon sind wir wieder in dem Bauabschnitt, der rudimentär ist. Hier läuft das Wasser wieder raus. Schön. Ich bin jetzt in einem der Stollen von dem Zement B, die Untergrundverlagerung. Federführend war wieder Hans Kammler, natürlich, wie alle Bauprojekte hier. Durchgeführt hat das die Organisation Todd, Ingenieurbüro Karl Fiebinger beauftragt, diese Stollen hier zu projektieren. Komischerweise ist wieder Karl Fiebinger für diese Anlage verantwortlich, genau wie im Zement A und auch im Jonastal, wo er auch war. Er hat sonst nur Bauprojekte hier im österreichischen Raum gemacht und komischerweise wurde er für das Bauprojekt im Jonastal nach Thüringen abgestellt, abkommandiert von Hans Kammler. In dieser U-Verlagerung wurden Motorenteile hergestellt für LKWs und Panzer von der Firma Steyr-Puch. Der Betrieb wurde erst am 5. Mai 1945 eingestellt. Bis zu dem Tag hat man hier produziert. Der Betrieb war groß. Man hatte hier 30 Dampfloks im Einsatz, 40 Dieselloks und 4 Akkuloks für diesen Betrieb hier unter der Erde. Wir schauen uns diesen Bereich jetzt mal an, die Stollen mal an. Dieser Stollen ist ein Gedenkstollen, er ist zu besichtigen, man kann sich ihn angucken. Wir schauen uns mal um. Also wir machen jetzt mal eine Messung der Höhe der Decke. Und wir sind hier bei einer Höhe von 5,58 Metern ungefähr. Das ist aber nur eine Zwischendecke, die eingezogen wurde. So, wenn wir in die Breite gehen, in der Breite liegen wir bei und bei 9 Meter. Also man hatte ja eine Arbeitsfläche von 9 Meter zur Verfügung, um hier Maschinen aufzustellen und zu produzieren. So, und hier fehlt ein Stück der Zwischendecke. Und da muss ich mal gucken, dass ich den höchsten Punkt kriege. Und das sollte im Prinzip so in der Richtung sein. Und hier haben wir eine Höhe von 9,54 Meter. Also dieser Stollen ist, der Rohstollen, den man halt hier in den Berg getrieben, der ist 9,54 Meter hoch. 10 Meter natürlich, da ist noch Stahlbeton alles eingezogen. Dann diese Zwischendecke. Und hier unten standen die Maschinen und hier hat man, wie gesagt, bis zum 5. Mai 1945 produziert.
Der Zement sollte ursprünglich aus 2 getrennten Anlagen bestehen und es ist ja wohl möglich noch eine dritte Anlage mit dazugekommen. Die zeigen wir euch auch, wie die aussieht. Das ist das Stollensystem A, wo heute noch ein aktives Bergwerk drin ist, wo Zugverladungen stattfinden. Die Anlage A befindet sich 1 Kilometer in diese Richtung. Wir sind in der Anlage B, wie gesagt, 1 Kilometer entfernt. Die Anlage A ist wesentlich größer dimensioniert und in der Anlage A sollte die A9, das Aggregat A9, die sogenannte Amerika-Rakete, gefertigt werden. Deswegen haben wir in diesem Bereich, hier gekennzeichnet mit 17 und 19, der Bereich ist 30 Meter circa hoch und der Bereich ist 20 Meter circa hoch. Da sollten die Raketen aufrecht hingestellt werden für die Endmontage und die letzte Überprüfung. Und von da aus hätten sie dann mit den Bahngleisen raustransportiert werden sollen und dann quasi zu ihrem Abschussort gelangen. Dann haben wir noch ein bisschen hier über das Raketensystem mit Werner von Braun eine Erklärung, wie das damals zustande kam und ablief. Hier haben wir eben diese besagte Halle, also bis zur Befreiung des Konzentrationslagers Ebensee am 6. Mai war die Stollenanlage A fast ganz fertiggestellt. Bei der Stollenanlage B waren nur etwa 60% der geplanten Ausschachtungen ausgeführt. Und das ist jetzt die Anlage A und das ist eine von diesen großen Hallen, wo hätte die Rakete aufrecht gestanden haben sollen. Durch diesen Schacht, der geht noch nach oben und dann nach hinten weg. Da war diese Laufkatze drin und technisches Gerät, dass man hätte diese Raketen aufrecht unter der Erde aufstellen können. Weiter wurde da drüben dann noch, also da waren Stahltanks für die Destillationsanlage, weil man hat da drüben halt Treibstoffe raffiniert in Anlage A. So hat es ausgesehen. Das sind amerikanische Unterlagen, wie damals der Bau hätte fertig aussehen sollen. Wie gesagt, das Ganze wurde von dem Ingenieurbüro Karl Fiebinger projektiert. Er war hierfür verantwortlich, für die Anlage A verantwortlich. Für die Anlage C, ob er da jetzt auch involviert war, das entzieht sich noch unserer Kenntnis. Gucken wir mal, was wir über die Anlage C noch so rausfinden können. Also es ist wirklich gigantisch, was man hier damals unter der Erde errichtet hat. Wie gesagt, ich laufe jetzt durch die Produktion. Damals im Zweiten Weltkrieg haben hier rechts und links von mir große Fertigungsmaschinen gestanden. Große Maschinen, die haben Teile für Motoren, für Panzer und LKWs hergestellt. Man muss sich das vorstellen wie eine große Industrie. Also von der Lärmbelästigung her, es ist laut, die Maschinen arbeiten mit Pressluft, Arbeiter laufen durch die Gegend und natürlich das Treiben vor dem Stollen. Die unzähligen Dampf- und Dieselloks, die hier eingesetzt waren. Das ist ein riesengroßes Bauvorhaben gewesen und hier hat man wirklich unterirdisch Rüstungen hergestellt. Ja, das darf man nicht vergessen. Und man hat es binnen kürzester Zeit, hat man seine Industrie unter die Erde verlegt und man hat es geschafft, im Jahre 1944 mit Hilfe von Hans Kammler die Rüstungsproduktion nochmal zu erhöhen. Die Bauwerke an sich sind sehr beeindruckend, wenn man überlegt, dass das von außen kaum zu sehen ist. Kleine Stolleneingänge, Mundlöcher, Eingangsportale und dann kommt ihr hier rein und habt hier so große unterirdische Industriehallen. So, hier haben wir auch noch irgendwie so ein Postenhäuschen oder besser gesagt ein verbunkertes Postenhäuschen, weil es ist Stahlbeton. Es geht ein bisschen rein und in die Richtung aufgefahren sind die Stolleneingänge der Anlage Zement B. So ist ein kleiner verbunkerter Raum tatsächlich. Stahlbeton. Ob die weiße Farbe jetzt da original ist oder was es mit den schwarzen auf sich hat, das kann ich so nicht sagen. Es ist einfach nur ein kleiner geschützter Bereich.